Schmerzen an der Innenseite vom Knie und das Beugen fällt dir schwer? Besonders ab 40 ist das häufig die Folge von Veränderungen am Innenmeniskus. Die gute Nachricht: Studien zeigen, dass mit gezielten Übungen lassen sie sich die Schmerzen wirksam lindern und die Beweglichkeit verbessern. Oft ganz ohne OP. In diesem Video erkläre ich dir, was genau der Innenmeniskus ist, warum solche Beschwerden entstehen können, also Schmerzen und Schwierigkeiten zum Beugen, und ich zeige dir ein effektives Übungsprogramm, mit dem du dein Knie wieder schmerzfrei bewegen kannst. Im Knie haben wir zwei Menisken, den inneren, also den medialen, und auch den äußeren. Diesen halbmondförmigen Knorpelscheiben liegen zwischen den Oberschenkel und den Schienbein und wirken wie ein Stoßdämpfer. Die helfen dabei, die Belastung im Knie gleichmäßig zu verteilen und schützen so das Gelenk. Mit dem Alter werden die Meniskus dünner und weniger stabiler. Deshalb kommt es häufiger zu kleinen Rissen, vor allem im inneren Meniskus, weil der weniger beweglicher ist als der äußerste. Das passiert auch ohne großen Unfall und führt zu Schmerzen, Schwellungen und Bewegungseinschränkungen im Knie. Früher war eine teilweise Entfernung des Meniskus per Arthroskopie oft die Standardbehandlung. Doch die aktuellen Studien zeigen, diese Operation bringt selten einen echten Vorteil gegenüber konservativen Methoden. Die Schmerzen und die eingeschränkte Beweglichkeit kommen oft daher, weil der Meniskus durch die Risse seine wichtige Funktion als Stoßdämpfer verliert bzw. ist diese Funktion dann beeinträchtigt. Das führt dazu, dass das Knie bei Belastung stärker arbeiten muss und die umliegenden Strukturen wie Bänder und die Gelenkkapsel mehr gereizt werden. Auch Entzündungen können entstehen und die Schmerzen dann noch zusätzlich verstärken. Außerdem reagiert das Knie oft mit einer Schonhaltung. Du bewegst das Bein weniger oder vermeidest bestimmte Bewegungen, wie zum Beispiel das Beugen, was die Muskulatur schwächt und die Gelenkfunktion weiter einschränkt. Dadurch fühlen sich die Bewegungen steifer und eingeschränkter an. Die gute Nachricht: Zahlreiche Studien zeigen, dass Bewegungstherapie und gezielte Übungen bei degenerativer Meniskusrisse mindestens genauso wirksam sind wie eine Arthroskopie. Es wird sogar empfohlen, zuerst die konservative Therapie durchzuführen, bevor man sich überhaupt zu überlegen, zu operieren. Durch regelmäßige Übungen werden Schmerzen gelindert, die Beweglichkeit verbessert sich und die Muskulatur rund um das Knie wird gestärkt. So kann die Funktion des Knies nachhaltig unterstützt werden, ganz ohne OP. Und deshalb zeige ich dir ein Übungsprogramm, das dir hilft, dein Knie wieder schmerzfrei und beweglicher zu machen. Kurze Info im Voraus: Fahrradfahren für 20 Minuten ist eine tolle Möglichkeit, die Beweglichkeit im Knie sanft zu fördern und die Durchblutung anzuregen. Wenn du die Gelegenheit hast, nutze es gerne auch als Aufwärmung, bevor du dieses Übungsprogramm durchführst. Und bei der ersten Übung geht es nun um die Aktivierung deiner Oberschenkelmuskulatur. Die ist extrem wichtig, wenn du Beschwerden hast wegen dem Meniskus. Du solltest dich als erstes auf einen Stuhl hinsetzen. Am besten ist, wenn du dich auf die vordere Kante hinsetzt und dann das betroffene Bein solltest du strecken, sodass du die Ferse auf dem Boden hältst. Als erstes, je weiter du nach vorne an dem Stuhl sitzen kannst, desto besser ist es. Als erstes drückst du dann die Ferse nach unten gegen den Boden und streckst dabei das Knie komplett durch. Halte diese Streckung und hebe dann die Ferse vom Boden. Wichtig ist, dass du versuchst, das Knie komplett durchzustrecken. Diese Spannung solltest du jetzt für mindestens 10 Sekunden lang durchhalten. Ziehe den Fuß zu dir ran, streck das Knie komplett durch, halte es etwas von dem Boden hochgehoben und bleibe in dieser Position für 10 Sekunden lang.
Das ist jetzt die leichteste Variante. Selbstverständlich kannst du die Übung dann noch schwerer machen, indem du die Gewichte an die Ferse befestigst. Sitzen vorne am Stuhl, das Knie soll durchgestreckt werden, die Fußspitze ziehst du zu dir ran und als erstes aktivierst du die Oberschenkelmuskulatur. Du solltest spüren, dass deine Oberschenkel härter wird, den vorderen Teil. Und dann aus dieser Position ziehst du dann die Ferse etwas vom Boden hoch und bleibst mit dem durchgestreckten Knie für mindestens 10 Sekunden lang. 20, 30 Sekunden wäre sogar das Ziel. Und diese erste Übung solltest du für 10 Mal wiederholen. Also 10 Wiederholungen und jeder einzeln für mindestens 10 Sekunden lang halten. Du musst auch ordentlich spüren, dass die Oberschenkel vorne, dass die anfängt zu brennen. Erst dann, wenn du auch dieses Gefühl hast für die Muskulatur, kannst du dir sicher sein, dass du eine Trainingsreizung erzeugt hast, womit deine Muskulatur stärker wird. Gefällt dir dieses Video und du möchtest mehr Erfahrung, wie du von zu Hause aus ohne viele Hilfsmittel deine Schmerzen lindern kannst und fit wirst? Dann abonniere meinen Kanal. Hier findest du regelmäßig wirksame Übungen bei Beschwerden rund um Rücken, Gelenke und die Muskulatur. Die zweite Übung dient zur Stärkung der hinteren Oberschenkelmuskel. Sehr häufig bei Meniskusverletzungen sind auch diese Muskulatur stark beeinträchtigt. Und dafür wäre es super, wenn du so einen Ball hast. Falls nicht, zeige ich dir gleich eine Alternative ohne Ball. Wenn du so einen Ball hast, leg dich auf den Rücken, streck deine Beine und platziere deine Ferse auf den Ball. Die Beine sollten hüftbreit auseinander sein und wichtig ist, dass die ganze Zeit sowohl die Füße und auch die Knie nicht ineinander stoßen. Dein Rücken, wie gesagt, ist auf dem Boden, deine Hände auch nach unten platziert und als erstes ziehst du den Ball zu dir ran, bis du die Fußsohle etwas am Ball drauf hast. Dann hebst du das Becken so weit nach oben, wie du kannst. Aus dieser Position langsam die Knie strecken, bevor du komplett durchgestreckt bist und dann langsam wieder senken. Ball zu dir ranziehen. Füße und Knie auseinander, Becken vom Boden hochheben, aus der Position Knie dann langsam und kontrolliert strecken und dann wieder auf den Boden. Und diese Bewegungen solltest du jetzt für 12 Wiederholungen mindestens durchführen und das Ganze 2 bis 3 Serien lang. Erstmal zu dir ranziehen, Becken heben und dann strecken und als letztes das Gesäß ablegen. Eine Variante, falls du keinen Ball hast, ist so, dass du die gleiche Übung machst auf einem Boden, der rutschig ist und mit Socken oder du kannst auch kleine Handtücher unter deine Füße platzieren. Und hier beginnst du die Übung schon mit den Knien gebeugt, hebst dann das Becken vom Boden hoch und streckst langsam die Knie. Wenn du unten durchgestreckt bist, dann auch das Becken senken. Knie die ganze Zeit, Ferse gegen den Boden zu dir ranziehen. Je mehr du gegen den Boden drückst, desto effektiver ist diese Variante. Dann das Becken hochheben, Gesäß bewusst hier ordentlich schön kräftig anspannen, hältst die Spannung vom Gesäß, streckst dann langsam die Knie, ziehe zu dir ranziehen und dann wieder runter. Noch einmal. Ferse gegen den Boden, stark dagegen drücken, ranziehen zu dir, Becken hochheben, bewusst Gesäß anspannen, dann aus der Position die Ferse gegen den Boden drücken, langsam strecken lassen, Zehe zu dir ranziehen und dann das Becken wieder ablegen. Da diese Variante etwas leichter ist als die Variante mit dem Ball, wäre es sinnvoll, dass du etwas mehr Wiederholungen durchführst. Das heißt, mindestens 15 sollen das hier schon werden. Und das Ganze 2 bis 3 Serien wiederholen. Die dritte Muskelgruppe, die du unbedingt trainieren solltest, wenn du Meniskusbeschwerden hast, sind auch deine Wadenmuskulatur. Diese Muskelgruppe hilft dir dabei, das Knie auch zu beugen. Und eine gute Variante dafür ist das Fersenheben mit Abstützen an der Wand. Du stellst dich zu einer Wand hin,
so dass du ungefähr deine Schulterbreite oder etwas mehr entfernt. Je weiter du mit dem Rumpf nach hinten gehen wirst, desto schwieriger ist die Übung. Je näher dran, desto leichter. Also suche für dich die richtige Entfernung aus. Dann platziere deine Füße, so dass sie nach vorne zeigen und deine Füße sollen etwas wie hüftbreit auseinander sein. Dein Rumpf bleibt gerade, nicht in Hohlkreuz rein und auch nicht den Po zu weit nach hinten schieben, weil sonst verlierst du an Effektivität von der Übung. Und in dieser Position kommst du nun mit beiden Fersen nach oben. Achte darauf, dass dein Knie durchgestreckt bleibt und das gesunde Bein, das nicht verletzte, das wirst du jetzt hochheben. Und dann bleibst du mit dem verletzten Bein, wo du Beschwerden hast, mit dem durchgestreckten Knie mindestens für 15 Sekunden mit der Ferse hoch. Halte die Ferse oben, achte darauf, dass deine Wirbelsäule gerade bleibt und vor allem, dass das Knie durchgestreckt ist. 15 Sekunden und dann nur mit dem Verletzten langsam senken. Nimmst das gesunde Bein wieder dazu, mit beide Füße hoch. Das gesunde Bein hochheben, Knie durchgestreckt lassen, Ferse bleibt oben für 15 Sekunden lang. Halten, 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 immer wieder das Knie durchstrecken, bis du dann mit dem verletzten Bein wieder absenkst und das Gesunde dazu nimmst. Und diese Übung solltest du dann für mindestens 5 Wiederholungen durchführen, für jeweils 15 Sekunden. Idealerweise, wenn du das aushältst, solltest du sogar 10 Wiederholungen durchführen. Bei Knieschmerzen ist es extrem wichtig, dass dein Becken und dein Rumpf stabil ist. Je mehr Stabilität, je mehr Kraft du in diesem Bereich hast, desto weniger Überlastungen ist es dann für deine Knie. Und die Side Planks, die sind eine gute Möglichkeit, genau diese Muskelgruppe gezielt zu trainieren. Und dafür solltest du dann diese Übung durchführen. Du legst dich auf die betroffene Seite hin, seitlich, mit dem betroffenen Knie unten. Achte darauf, dass deine Hand oder deine Schulter, Ellenbogen direkt unter deiner Schulter bleibt, Handfläche nach unten platziert. Deine Knie sollen gebeugt sein und wie gesagt, das betroffene Knie liegt jetzt unten. Und aus dieser Position versuchst du nun, die Hüfte vom Boden hochzuheben, dass du dann in eine Linie bist von der Schulter, Becken und Knie. Deine Hand kannst du gerne dann halt auch noch auf die Hüfte platzieren. Bleib ein paar Sekunden oben und dann senk das Becken wieder Richtung Boden, um dann gleich wieder hochzukommen. Du hebst das Becken hoch, das betroffene Knie ist das, was es unten liegt. Spann bewusst dein Gesäßmuskel an und auch dein Rumpf. Bauch- und Rückenmuskulatur ist gefragt. Und dann langsam wieder absenken. Diese Bewegung solltest du jetzt für 12 Wiederholungen durchführen und davon 2 bis 3 Serien. Falls du Schwierigkeiten hast wegen der Schulter und deshalb diese Übung nicht durchführen kannst, wären hier 2 Möglichkeiten, um deine Schulter zu entlasten. Das erste ist, dass du deinen Oberkörper an einen Ball ablegst. Das hat jetzt das Vorteil, dass du hier instabile Oberfläche hast und dadurch etwas mehr an Trainingseffekt. Deine Knie sollten wieder gebeugt sein oder sogar gestreckt. Das betroffene Bein liegt unten und dann einfach mal das Becken heben und oben bleiben. Das wäre jetzt eine leichtere Variante mit einer guten Abstützung von der oberen Partie. Um das etwas schwieriger zu machen, könntest du dann das gesunde Bein auf das Betroffene rüberliegen. Dann ist es etwas instabiler und die untere Seite muss mehr arbeiten. Falls du keinen Ball zu Hause hast, kannst du die gleiche Übung machen, indem du deinen Oberkörper zum Beispiel auf die Sofalehne ablehnst. Du platzierst die Schulter und das obere Partie dann so wenig wie möglich von dem Rumpf auf dem Sofa und dann versuchst du aus dieser Position dein Becken wieder hochzuheben. Und unsere letzte Übung ist selbstverständlich eine Kniebeuge. Viele Patienten, die Kniebeschwerden haben, machen diese Bewegung gar nicht mehr. Und das ist nicht gut. Alles, was du nicht nutzt, wird dann vom Körper auch abgebaut.
Das heißt, deine Oberschenkelmuskulatur verliert die Möglichkeit, die Stabilität gewährleisten, genau dann, wenn du in die Kniebeugung reingehst. Für diese Übung nur eine kleine Besonderheit. Du solltest eine Kniebeuge machen, aber deine Fersen sollen erhöht werden. Und das kannst du erreichen, indem du ein sehr enges zusammengerolltes Handtuch nimmst und deine Ferse auf dem Handtuch drauf platzierst. Die zweite Möglichkeit, nutze einfach mal 2 Bücher oder, je nachdem wie breit deine Hüfte ist, ein großes Buch. Die Ferse bleiben erhöht und durch die Erhöhung der Ferse sollte es dir leichter fallen, das Gleichgewicht zu behalten. Bei dieser Übung ist es nicht schlimm, wenn deine Knie über die Fußspitze rübergehen. Wichtig ist nur, dass wenn du in die Kniebeuge reingehst, dass deine Knie direkt über deine Füße sich bewegen, aber nicht nach innen abweichen und auch nicht nach außen abweichen. Du solltest schön in einer Linie bleiben. Also Ferse auf dem Handtuch, Hände sind nach vorne platziert und dann stell dir mal vor, du würdest auf einen Stuhl hinsetzen. So tief wie möglich, dass du mindestens 90 Grad Beugung erreichst. Deine Hände zeigen nach vorne und auch dein Brustkorb zeigt nach vorne. Und aus dieser Position Knie und Hüfte wieder strecken. Knie beugen. Stell dir mal vor, du willst auf einen Sitz hinsetzen. Ferse sind hoch und dann strecken und Hüfte wieder strecken. Achte darauf, auch deine Hüfte zu strecken. Das sehe ich besonders häufig bei mir in der Praxis. Viele Patienten enden die Hüftbeuge und sind immer noch hier in so eine leichte Beugung rein. Gesäß anspannen und schön die Hüfte nach vorne bewegen. In die Kniebeuge reingehen, deine Ferse, deine Knie sind vor deine Füße, nicht in X-Bein fallen und dann langsam und kontrolliert wieder strecken. 12 bis 15 Wiederholungen sollen das werden und das Ganze 2 bis 3 Serien lang. Wenn dir die Übungen gut getan haben, bleib unbedingt dran. Dein Knie wird es dir danken. Denk dran, Bewegung ist oft die beste Medizin. Ich danke dir fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Ciao!